myVelo, ein Versender, der auch ein Ladengeschäft hat, ganz ungewöhnlich. Wir sind in der Nähe von Offenburg und heute am 11. Juni 2022 schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die wirklich toll sind. Hier, ich sag mal, diese Skinball-Reifen machen die Optik natürlich ganz anders. Das ist ja ganz gut gelungen, oder? Ja, definitiv. Also die Classic Sidewall, wie man auch so schön dazu sagt, die sind jetzt absolut wieder im Kommen. Total trendy. Ja, auch als Smart Sam jetzt, muss man sagen. Das ist jetzt so eine Mischung, das ist eine Mischung aus Mountainbike, Hardtail und Tourenrad. Also ich habe ein Trekkingrad und ein Mountainbike. Definitiv, also wir haben ja standardmäßig unser Himalaya, was wirklich ein vollwertiges, reinrassiges EMTB ist. Und da sind wir hingegangen und haben unser Himalaya als Equipped-Version ausgestattet, sodass es wirklich auch im normalen Straßenverkehr sinnvoll genutzt werden kann. Vorne steht. Jetzt haben wir übrigens ein extra Video zu gemacht, wenn ihr das mal sehen möchtet. Man kriegt ein Fahrrad, das sich nicht anfühlt wie ein Mountainbike. Das war die Voraussetzung. Und zwar ging es nicht darum, irgendwie Geld am Rahmen zu sparen, denn die Rahmen, die gibt es dann auch dicker und kräftiger und so weiter, sondern ihr wolltet ein Fahrrad haben, was sich fährt wie ein normales Fahrrad. Definitiv, also wir haben hier wirklich ein hochmodernes E-Bike mit dem besten Mittelmotor, wo du zur aktuellen Zeit bekommst, was sich fährt wie ein gewöhnliches Fahrrad. Also du merkst es absolut nicht, dass es 2-3 Kilo schwerer ist als ein normales Fahrrad und das Handling ist auch wunderbar. So, das ist das gleiche nochmal Himalaya unequipped. Preis von dem hier? Von dem hier, da liegen wir bei 3.599. Und das noch? Das liegt bei 4.099. Es hat aber ganz viele tolle Extras mit drin. Es hat eine ganz tolle Sattelstütze mit drin, die das fast zum Fully macht. Das stimmt zwar nicht, weil das Rad dann nicht am Boden bleibt, aber ich habe zumindest mal die harten Stöße, die sind abgefedert. Wie funktioniert das, wenn du es mal gerade runterdrückst? Sagen wir so nett? Ganz genau, also wir haben hier ein Parallelogramm, eine Sattelstütze. Wenn ich die nach unten drücke, jetzt ist sie natürlich hart eingestellt. Bisschen zu schwer. Ist auch gedacht, wenn ich draufsetzt, ja. Ganz genau. Von hier hat man es ein bisschen besser. Und man sieht, die federt nach unten und ein Stück weit nach hinten. Und dadurch habe ich wirklich den maximalen Komfort, was dann meinen Rücken betrifft. Okay, das heißt Stöße und so weiter, den Rest macht ja auch die Bereifung. Genau. Ihr habt ordentliche Laufradsätze verwendet mit vielen Speichen. Das ist ja auch, ich sag mal, hier geht es ja hart zur Sache. Es kann ja schon mal sein, ich fahre jetzt über einen Baumstamm oder so drüber. Das muss das abkönnen, oder? Ja, klar. Insbesondere die neuen Schaltwerke, das kennen auch die wenigsten, kann man hier einstellen. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Druck auf der Kette, also die Spannung entsprechend. Und dadurch schlagt mir auch die Kette nicht mehr auf die Strebe hier. Okay, jetzt ist also richtig viel Spannung mit drauf. Das Ganze in verlegte Züge. Ihr habt den teilintegrierten Akku gewählt. Wahlweise. 104 Wattstunden und 630 Wattstunden. Als 630er. Der hat die gleiche Bauform? Gleiche Bauform, eben rein von der Optik für die Referenz. Das ist sogar der große. Und der kleine, der sieht nochmal wesentlich filigraner aus. Also der ist ein bisschen flacher dann, ja, oder? Genau. Okay, der da ist. Also wir können das ja mal schauen. Hier vorne ist der kleine drauf. Jawohl. Das ist der etwas filigranere, der drauf ist. Man kann die auch mischen. Man kann, also das ist ja der Standard-Akku, ist ein Original Shimano, das war euch auch wichtig. Das war total wichtig. Man kann die wunderbar nachkaufen, heute wie noch in 10 Jahren und kann die auch kreuztauschen in der Familie. Sag mal, hat jemand schon mal das myVelo, das Himalaya bestellt mit der Automatikschaltung? Das würde ja gehen. Das geht auch, ja. Haben wir auch schon so verkauft, klar. Das heißt also, ich habe hinten eine Nabenschaltung, die 85 Newtonmeter kann, die voll automatisch geht und habe ein richtiges Hardtail. Ja, geiles Setup, ja. Wahlweise dann auch möglich mit der Parallelogramm-Sattelstütze. Da muss ich an gar keinen Komfort verzichten. Oh, hierbei habe ich die Farbwahl. Das ist jetzt schon sehr auffällig. Gibt es das ein bisschen dezenter? Klar, da haben wir jetzt die Classic Sidewalls drauf. Also von den Reifen her, die haben wir natürlich auch komplett in schwarz. Und dadurch wird es wirklich wieder total unauffälliger und einfach zeitlos schön. Ja, ihr habt so ein Mittelding hier vorne beim Tiefeinsteiger mit kurzen Schutzblechen mit drauf. Das gibt es aber nicht bei dem Trapez, oder? Optional, ja. Würde gehen. Denn also wenn jetzt einer so eine Optik haben möchte, ich brauche Schutzbleche, weil die haben ja doch einen tollen Schutz jetzt immer noch. Das heißt, ihr würdet da eine Lösung finden, wie man da zusammenkommt, richtig? Ja klar. Wir nennen die Shorties und die gibt es auch beim Himalaya, klar.
Kann man natürlich auch nachrüsten, aber das da ist ja wie aus einem Guss gemacht. Ich muss dazu sagen, wir haben gerade ein neues Produkt erfunden, ja, das irgendwie da ist. Also, das ist eigentlich ein Trekkingrad. Und ich sag mal, ein Trekkingrad, was, ich sag mal, von der Form, von der Struktur her, das ist eine tolle Geometrie. Das fährt sich gut? Es fährt sich gut. Das ist tatsächlich auch quasi nur in der Definition ein Trekkingrad. Ansonsten ist es ein Mountainbike, ein Elektro-Mountainbike sogar. Und fühlt sich auch so an. Also wirklich sehr, sehr präzise von den Fahreigenschaften. Es fährt wahnsinnig spurstabil. Ja. So, ich zeige es mal gerade hier vorne. Das Ganze ist made in Germany, made im Schwarzwald. Das fängt an beim Gepäckträger, der ist handgeschweißt hier. Ihr habt eine Pulverbeschichtung sogar. Das Schutzblech ist hier gebaut worden in Deutschland. Das kommt von der deutschen Metallbearbeitungsmaschine, oder? Ja, und das Coole ist sogar, jede Rahmengröße hat sein eigenes Schutzblech. So passgenau sind die Teile. So, und das Ganze lasst ihr hier fertigen im Schwarzwald. Der EP8-Motor ist, glaube ich, erhaben, 85 Newtonmeter. Sind sogar noch die kleinen Pedale dabei. Da würde ich jetzt natürlich andere drauf machen, aber zum Start langen die, oder? Die reichen auch für wirklich Fortgeschrittene, aber optional natürlich auch wirklich gut mit den Klickpedalen fahrbar. So, wir zeigen das mal. Also ich würde euch Folgendes empfehlen. Schaut bitte das Video von dem Fahrrad hier. Und dann seht ihr mal das Thema Automatik. Hier vorne haben wir nämlich die Automatik mit verbaut. Das ist was ganz Besonderes. Eine Nabenschaltung. Wie viele Gänge hat sie? 5? Genau, sie hat 5 Gänge. Eine 5-Gang-Nabenschaltung als Automatik, die 85 Newtonmeter kann, die von Shimano kommt, die in einer Harmonie mit dem Motor läuft. Ich bin es eben gefahren. Das ist unglaublich. Wahlweise eine XT-Schaltung hinten drauf, die ich dann haben kann. Dann habe ich hier eine Suntour Luftfedergabel mit dabei. Ja, die macht wirklich einen tollen Job. Die nimmt jede Unruhe auch von wirklich felsigen und holprigen Pisten raus. Also das Einzige, was natürlich klar ist, das Thema Optik muss man wissen. Jetzt muss man auch wissen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wollen kein, ich sag mal, Fahrrad haben, das aussieht wie fast ein Motorrad. Ja, wie ein Motorrad, genau. Also so einen richtig bulligen Rahmen, nee, das wollen ganz, ganz viele nicht. Und die können wir sehr, sehr glücklich stimmen mit dem Myvelo Himalaya Equipped, auch was die Farbgebung dann letzten Endes angeht. Also Full Shimano fängt an bei der Schaltung, die Bremsen, der Motor, komplett von Shimano, Weltmarktführer muss man sagen für Ersatzteile oder für Anbauteile, die mit dabei sind. Ich habe eine richtige Steckachse mit drin. Ihr seid Radprofis, eine 4-Kolben-Bremsanlage, eine Deore ist eingebaut. Ja, genau, also wirklich beim Himalaya haben wir die 4 Kolben, bei dem Equipped haben wir technisch gesehen die 2 Kolben hinten mit dabei, sowie vorne auch. Wobei die 2 kommen, ich habe es selber noch nie ans Limit gefahren und die 4 Kolben wird dann wirklich interessant, wenn ich lang 10 oder 12 Kilometer runterfahre. Sehr, sehr technisch, sehr alpin, aber mit dem Fahrrad vielleicht auch noch mit Gepäck hinten drauf fahre ich eher längere gerade Strecken runter und da reichen die 2 Kolben völlig aus. Also, da steht das Preis von dem hier. Preis bei dem mit dem 504 Wattstunden Akku 4.099 €. So, und der große Akku, was kostet der? Der große kostet 200 € mehr. Kostet 200 € mehr. So, und das ist natürlich auch die Frage, nehme ich den, weil die Optik ist natürlich hier viel filigraner. Es fällt fast gar nicht mehr auf. Was ja vielen auch wichtig ist, ist das Thema Optik, oder? Ja, auch viel Einsatzzweck. Also wenn ich jetzt halt wirklich Bikepacking mache, mal mehrere Tage am Stück unterwegs bin, längere Touren, 4, 5, 6 Stunden, dann nimm den großen. Wenn ich aber tendenziell eher 2 Stunden, maximal 3 Stunden unterwegs bin, dann reicht locker der 504 Wattstunden Akku. So, wir sind jetzt nicht in eurem Versandzentrum. Hier ist das Ladengeschäft. Hier gegenüber sind wir gerade am Drehen in Oberkirch. Und ihr habt mehrere Lager, die mit dabei sind. Ihr seid ein sehr erfolgreicher Versandhändler. Ihr habt euch sehr früh auf das Thema spezialisiert. Falträder, das zeige ich mal gerade für den Campingbereich. Habt ihr eine riesen Auswahl. Und da geht es los, glaube ich, bei rund 1600. Genau, bei 1.699 € kann man da schon Myvelo fahren. Und dann geht es wirklich durch die Bank durch. Hoch auf 1.799 mit dem Zürich, das Palma mit 2.499. Unsere Allzweckwaffe, das Nizza, unschlagbar mit 1.699 €. Achso, mit Intube? Mit Intube, 1.699 €. Ein richtig scharfes City E-Bike. Mit voller Ausstattung, Licht, Schutzbleche, alles. Vollgas, Licht dabei, Schutzbleche sehr, sehr lange Schutzbleche. Klingel, wunderbar, schön integriert. So, und das Ganze könnt ihr entweder hier abholen. Schwarzwald, wie weit ist der weg?
Wir sind im Schwarzwald. Wir sind im Schwarzwald. Also hier 500 Meter weiter geht es dann schon richtig die Schauenburg hoch und das sind tatsächlich die Ausläufer vom Schwarzwald. Ja, myvelo.de, geht am besten auf die Webseite drauf. Du kannst liefern im Moment? Wir sind lieferbar, genau. Ganz situativ Modell. Manchmal sind es wenige Tage, manchmal sind es 2, 3, 4 Wochen. Das muss man dann wirklich modellabhängig anschauen, aber wir sind lieferbar. Danke, vielen Dank. Tschüss.